vom Ablauf her, die Spieler ohne Leibchen logischerweise wollen Leibchen haben. Wenn ihr ein Leibchen bekommt, dürft ihr euch das selber in die Hose stecken und müsst möglichst schnell wegrennen. Sonst kommt nämlich irgendein anderer ohne Leibchen und zieht es euch raus. Für die Spieler mit Leibchen ist was wichtig. Nennt mir mal die Dinge, die jetzt super wichtig sind für die Spieler mit Leibchen. Übersicht, weil? Dass man halt sieht, wo die Finger bleiben. Korrekt. Na, ich muss mich umblicken. Genau wie im Spiel, ich muss wissen, wo die Gegenspieler sind. Nummer 2, was noch? Ja. Vielleicht umschalten, wenn man Leibchen verloren hat, dann nicht lange rumwarten und die Ärger dann direkt. Richtig, genau. Beziehungsweise, was ist, wenn dir ein Leibchen rausgezogen wird? Dann, genau, dann die Aktion annehmen und sagen, Ballverlust, ich möchte den Ball sofort wiederholen. Ja, das ist die Aktion im Spiel. Okay. Noch was? Da ist noch was bei denen mit Leibchen. Was müssen sie unbedingt machen? Ja, schnell sein. Und? Ja, Lars hilft. Ja, die kommen mit, ne? Von einer Richtung in. Die andere So, und das heißt dann wie? wechseln. Richtungswechsel. Viele Haken schlagen, dann hat der Gegner kaum eine Chance. Wir sind gespannt. 3, 2, 1 und Vollgas! Oh, Digga. Schnell umschalten, Leibchen rein, Matti! Genau, immer da Haken schlagen, richtig so, klasse! Dann kommt nämlich der Gegenspieler nicht an das Leibchen bzw. den Ball. Ja, steckt gerade rein, wenn einer gerade das Leibchen reinsteckt, dann direkt den nächsten suchen. Jawohl, Tempo ist gut. Ehrgeiz ist da. Jawohl. Jawohl, immer wieder Haken schlagen. Da hat es der Gegner deutlich schwieriger, wenn ihr die Richtung immer wieder ändert. Und gut, Jungs. Die Spieler, die jetzt ein Leibchen haben, dürfen sich einen Ball holen. Die Spieler ohne Leibchen bleiben bei uns. So Jungs, Level 2. Wir erhöhen den Herausforderungs- und Schwierigkeitsgrad. Die 3 Spieler ohne Leibchen sind wieder die Fänger. Sie fangen auch wieder die Leibchen, ihr habt jetzt aber einen Ball am Fuß. Jetzt kommt es noch mehr auf eine Sache an, die ihr vorher schon genannt habt, Erik. Ja, Schnelligkeit, aber meistens bin ich mit Ball etwas langsamer als ohne Ball. Das ist auch komplett normal. Ja, Dribbling ist die Technik, die war vorher auch nicht da, das ist richtig. Wenn jetzt zum Beispiel auf jemanden zuläuft, dass mir dann einfällt, dass es noch da geht, aber nach da. Ja, also auch wieder die Haken schlagen. Aber was ist denn hiermit? Ja, fast. Übersicht. So, jetzt muss ich mich noch mehr, während ich dribbel, umschauen, von wo plötzlich ein Gegenspieler kommt. Aber wenn ich jetzt planlos dribbel und der Maxi kommt von der Seite angerannt und ich sehe das nicht, dann zieht er mir das Leibchen raus. Wenn ich aber dribbel und ich blicke mich um und ich sehe jetzt zum Beispiel schon, dass Maxi kommt, so, dann kann ich jetzt schon reagieren und ganz schnell die Richtung wechseln und an ihm vorbeigehen. Jetzt kommt er wieder, ich gehe wieder weg. Das heißt, ich dribbel die ganze Zeit, blick mich um, Kopf ist oben, Maxi kommt, Richtungswechsel, weg und wieder. So, und dann versuche ich am Ball zu bleiben. Das ist jetzt die Aufgabe. Wenn das Leibchen rausgezogen wurde, wechselt auch der Ballbesitz. So, Fänger, seid ihr bereit? Ja. Boah, habe ich nichts gehört. Dribbler, seid ihr bereit? Ja! Und los geht's! Genau, gut umgeguckt. Adrian, klasse. Geh aufs Leibchen, Matti. Jetzt aufs Leibchen gehen. Oh, Gegenspieler im Weg. Trainer ist wie ein Gegenspieler. Komm, Matti.
Ah, schade. Wissen, von wo der Gegenspieler kommt, auch wissen, wo dein Leibchen ist, ne? Guck mal, einmal kurz Stopp. So, Matti, du weißt, dein Leibchen ist auf der rechten Seite. Wo ist der Gegenspieler? Auch rechts, ne? Ist genauso, wie wenn du den Ball auf der rechten Seite führst. So, und jetzt musst du ja gucken, dass du den Körper zwischen Ball und Gegenspieler bekommst. So, das bedeutet, wenn du weißt, dass dein Leibchen hier ist, dann musst du gucken, dass du ganz schnell in eine Situation kommst, wo das Leibchen auf der anderen Seite ist. Ja? Und in dem Fall wäre das dann eben der Richtungswechsel gewesen, sodass du den Körper sozusagen zwischen Leibchen und den Gegner stellst. Fünf, 4, 3, 2, gut Erik, klasse, ah, schade, 1 und Stopp. Okay, gut Jungs, die Bälle sammeln wir einmal bei uns, Leibchen dürft ihr ausziehen und oben hinlegen und dann auch kurz das Trinken gehen.